Servus zusammen. Mittlerweile ist es ja schon 3 Jahre her, dass Mantic Games die dritte Edition von Kings of War veröffentlicht hat. Und da macht Mantic Games aktuell sehr vieles richtig. Und genau darüber möchte ich mit euch in diesem Video sprechen. Ja, wie schon gesagt, wir haben jetzt die dritte Edition von Kings of War schon seit ein paar Jahren. Alles hat natürlich angefangen mit dem hier aktuellen Regelbuch der dritten Edition und logischerweise sind in dieser Zeit einige Bücher dazugekommen, was das Ganze natürlich dann etwas umfangreicher macht, auch in Bezug auf Bücher, die man dabei haben sollte oder die man benötigt. Da hat jetzt Mantic Games gedroppt, dass sie ein neues Regelbuch veröffentlichen. Das ist aber jetzt keine neue Edition, also keine vierte Edition, sondern sie gehen da einen anderen Weg und das, was sie hier machen, finde ich sehr, sehr gut. Denn wie gesagt, wir haben aktuell, wenn man ins Spiel einsteigen möchte oder das Spiel eben spielt, benötigt man schon mal das Regelbuch, das eben meiner Meinung nach ein sehr gutes Buch ist, mit den ganzen Fluff-Teil, dann die ganzen Regeln eben für das Spiel und auch Armeelisten, die man hier ja bereits bekommen hat. Aber das ging dann natürlich noch weiter, denn es gab dann eine ganze Reihe oder gibt eine ganze Reihe von Armeen, für die Mantic selbst keine Figuren produziert oder in der Vergangenheit nicht produziert hat. Und da ging das Ganze dann eben weiter. Wir haben dann als Erweiterungsbuch danach Uncharted Empires hier bekommen. Das habe ich mir damals auch in einem Video angesehen. Ich werde euch das auch hier mal verlinken, falls sich jemand dafür interessiert, was hier in dem Buch drinnen ist. Im Endeffekt hat Mantic hier eine Sammlung von Armeelisten veröffentlicht zu Armeen, Fraktionen, die sie selbst nicht produzieren, also wo es dann nur Regeln gibt und keine Figuren, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Und das konnte man dann hier finden. In Bezug natürlich interessant für alte Warhammer-Spieler, wenn man gewisse Armeen hatte, für die man selbst keine Figuren produziert hat, konnte man die trotzdem spielen mit dementsprechenden Listen, die man hier drinnen gefunden hat. Das Ganze wurde dann erweitert mit einem Magie-Kampagnenbuch ein Jahr später, hier Harpy's Rift und dann auch ein paar Clash of Kings Regeln, die das Ganze dann ein bisschen ausgebalanced haben, das Spiel, und ebenso auch Neues ins Spiel mit reingebracht haben. Und jetzt letztes Jahr zum Schluss ist dann natürlich das erste, sage ich jetzt mal, richtige Clash of Kings Buch gekommen, die Edition 2022, was uns jetzt eigentlich auch dieses Jahr erwarten würde im ersten Moment, weil wir hier eben immer dann Updates bekommen von den aktuellen Regeln. Wenn irgendetwas gebalanced wird im Spiel, dann passiert das immer über diese Clash of Kings Bücher oder eben wie hier in diesem Buch sind 2 neue Armeen dazugekommen mit den Halblingen und den Riftforged Orks, die dann eben hier mit ihren Armeelisten zu finden waren. Und das bringt uns jetzt natürlich auf ganze 4 Bücher. Das ist dann schon eine ganze Menge, wenn man das alles haben möchte. Beziehungsweise wenn man es vielleicht benötigt, weil man eine dementsprechende Armee, wie zum Beispiel die Halblinge spielen möchte, die natürlich im Grundregelbuch keine Armeeliste hatten. Und da kommt jetzt eben eine, so nennen wir es mal, hat auch Mantic ein bisschen gesagt, beziehungsweise Ronnie, eine Kings of War 3.1 Variante. Was wir hier bekommen, ist grundsätzlich eine überarbeitete Version von diesem Buch hier. Ein rotes Buch enthält quasi alle Regeln, die wir hier drinnen haben, um das Spiel spielen zu können, nur in einer abgedateten Variante, was bedeutet, dass sämtliche Erratas und FAQs, die in den letzten 3 Jahren veröffentlicht worden sind, hier dann in das neue Buch dann eingearbeitet sein werden, welches im Oktober erscheinen soll. Also auch dort keine Notwendigkeit mehr, dann sich auf diese Erratas zu stürzen. Natürlich denke ich mal, das Buch ist natürlich nach wie vor einsetzbar. Wenn man dann die Errata hat, kommt man auch auf die Regeln natürlich hin, dass man die aktuellen Regeln und die aktuelle Version hat. Aber wie gesagt, diese neue Variante des Buches wird dann eben die Regeln enthalten, plus dann eben sämtliche Erratas und FAQs eingearbeitet. Dafür ist es aber so, dass dieses Buch hier in der aktuellen Hardcover-Variante, wie ich es hier habe,
was mittlerweile ja auch auf Softcover umgewechselt ist, hat natürlich einen sehr, sehr großen Anteil an Background, der dann doch einen eigentlich sehr großen Bereich eingenommen hat, wenn man sich das ansieht. Denn eigentlich hier, dieser ganze Teil hier in der Mitte ist rein nur Fluff gewesen und das fliegt hier in dem neuen Buch jetzt da raus. Dafür sind aber diese anderen Bücher, die ich jetzt genannt habe, mit eingearbeitet. Das heißt, der Fluff-Teil wird in dieser neuen Variante rausfliegen. Dafür sind natürlich alle Inhalte in abgedateter Version vorhanden, die wir hier schon im Buch haben. Plus dann natürlich die Clash of Kings Bücher. Das heißt, diese ganzen Änderungen, die es hier mit Clash of Kings gegeben hat, vor allem eben mit dem 2022er letztes Jahr, werden hier uns ebenfalls dann enthalten sein in diesem Buch und erwarten. Das heißt, auch da ist es dann nicht mehr nötig, sich das rote neue Regelbuch zu kaufen und dann auch noch zum Beispiel Clash of Kings Buch 2022, denn alles, was hier enthalten ist, wird dann auch im Regelbuch enthalten sein und eingearbeitet sein. Also auch hier spart man sich diese Bücher und dasselbige trifft auch auf Uncharted Empires zu. Neben den Armeelisten, die wir im Regelbuch ohnehin schon hatten und den beiden neuen Armeelisten, die im Clash of Kings 2022 neu dazugekommen sind, sind auch sämtliche Armeelisten, die wir hier im Uncharted Empires Buch finden können, ebenfalls dann eingearbeitet in dieses neue Regelbuch. Also man hat hier dann im roten neuen Regelbuch alles, was man benötigt, um Kings of War zu spielen. Die vollständigen Regeln in abgedateter Form mit FAQs und Errata. Dann alle Armeelisten, die es aktuell gibt, zu allen Armeen von all diesen Erweiterungsbüchern. Was aber nicht ganz zu stimmen scheint, soweit ich das mitbekommen habe. Denn was wir hier drinnen hatten, es war glaube ich bei Uncharted Empires, ja, in Uncharted Empires damals gab es die Twilight Kin als Armeeliste und diese wird hier gültig bleiben, denn diese, also Twilight Kin sind für Leute, die vielleicht aus dem Warhammer Fantasy Bereich kommen, quasi die Dunkelelfen, denn die werden in dieser neuen Variante des Buchs nicht enthalten sein. Grund ist ganz einfach der, dass anscheinend für 2023 früher eine neue Armee erscheinen soll, sowohl mit neuen Figuren, kann ich mir vorstellen, als auch mit eben einer neuen Armeeliste und deswegen werden diese Twilight Kin nicht dabei sein in diesem Buch, sondern wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr im nächsten Clash of Kings Buch, könnte ich mir eben vorstellen, da es einfach keinen Sinn für Mantic macht, hier jetzt im Oktober ein Buch zu veröffentlichen mit neuen Regeln für die Twilight Kin oder eben den aktuellen Regeln, die hier enthalten sind, nur um dann diese Armee in einem halben Jahr dann wieder updaten zu müssen. Daher wird man mit den Regeln hier aus dem Buch weiterspielen können oder müssen für diese Zeit und danach kann man dann umwechseln auf die neue Armeeliste. Das mal grundsätzlich so zu den interessanten Änderungen in Bezug auf die ganzen Bücher, die wir schon hatten, auf die ganzen Regeln, die wir bereits haben zu Kings of War. Also ihr bekommt da alles in einem Buch geliefert, somit eine sehr gute Chance, euch das mal anzusehen, wenn euch das Spiel interessieren sollte, weil da bekommt ihr jetzt da all diese Bücher quasi für ein Buch, wird auch so um die 40 Euro wahrscheinlich wieder kosten. Und da habt ihr alles beisammen. Aber das alleine ist es auch noch nicht ganz gewesen, denn in dem Buch erwarten uns noch ein paar weitere Sachen, die dazukommen. Vorerst, was noch wegfallen wird, wie gesagt, ist eben der Fluff-Teil. Dafür gibt es diesen dann kostenlos von Mantic, den werden sie im Internet veröffentlichen, sodass man auch auf den dann kostenlos Zugriff hat. Der wird eben im Regelbuch nicht mehr enthalten sein. Dafür kommen andere Sachen rein. Und zwar, es werden Siege-Regeln, also für Belagerungen kommen, die es schon mal gegeben hat. Ich glaube zu Ende der zweiten Edition. Da habe ich aber Kings of War selbst noch nicht gespielt. Das ist überarbeitet worden, diese Belagerungsregeln, und sind hier jetzt auch wieder enthalten. Und dann wird es noch die Ambush-Regeln geben für Spiele bis 1000 Punkte bzw. unter 1000 Punkte. Also auch wieder eine neue Möglichkeit, Kings of War zu spielen.
mit Regeln, die dafür speziell ja noch gedacht sind. Und ich finde das auch eine gute Möglichkeit dann für uns oder für euch als Anfänger, da ihr so mit dem Spiel auf kleiner Punktgröße starten könnt, was eigentlich bei unter 1000 Punkten mit den aktuellen Regeln nicht so gut funktioniert hat, meiner Meinung nach. Aber jetzt gibt es eben dann in diesem neuen Regelbuch einen expliziten Regelteil, der sich damit auseinandersetzt, mit diesen Ambush-Regeln, dass man hier Spiele bis maximal 1000 Punkte oder eben unter 1000 Punkte dann vernünftig spielen kann. Ich freue mich auf alle Fälle persönlich drauf, weil da schaffe ich es dann vielleicht auch mal, die Sachen in diese Richtung aufzubauen, um von dort weg dann mal fertige Armeen zu haben von 750 Punkten, 1000 Punkten, die vernünftig spielbar sind und von dort dann später weiter erweitern kann. Also da freue ich mich auf alle Fälle drauf. Und was ebenfalls noch kommen soll, sind Regeln für große Spiele ab 3000 Punkten. Auch das gab es so jetzt noch nicht im Spiel. Zumindest gibt es hier auch Regeländerungen in diese Richtung. Das jetzt mal so viel zu den Informationen, was die neuen Regeln, das neue Regelbuch betrifft, das uns statt Clash of Kings 2023 heuer erwarten wird und wo ich mich sehr darauf freue und wo ich denke, da hat Mantic definitiv vieles richtig gemacht. Aber das alleine ist es noch gar nicht gewesen, sondern es sind noch ein paar News dazugekommen, eben wie vorhin schon gesagt, dürften nächstes Jahr dann die Twilight Kin neu veröffentlicht werden mit neuen Figuren und neuer Armeeliste. Aber auch bereits heuer werden noch ein paar Sachen auf uns zukommen. Unter anderem, und das hat mich persönlich gefreut, weil ich die Armee sehr cool finde. Ob ich sie jetzt selbst anfange, glaube ich jetzt erstmal nicht. Aber die Ogre werden Kunststofffiguren bekommen. Und zwar noch heuer im November. Dazu soll eben, wie man es so kennt, eben eine Ogre Army Box erscheinen, eine Ogre Mega Army Box und eben noch diverse weitere Einheiten und Figuren. Und das Ganze eben aus Kunststoff. Und damit wird dann die Figurenrange natürlich auch erweitert, was Kunststofffiguren betrifft bei Kings of War, was natürlich sehr von Vorteil ist natürlich. Und dann schon auch die Möglichkeit für den einen oder anderen vielleicht bei den Ogern einzusteigen, wenn er auf diesen Resin-Metallmix in der Vergangenheit oder aktuell nicht so Lust hatte. Also auch das vielleicht etwas, auf das man sich dann für November freuen kann. Ich habe auch in der Vergangenheit ein Video mal gemacht zum Regelbuch von Kings of War bzw. zu Kings of War generell, wo wir uns auch das Regelbuch angeschaut haben, also dieses aktuelle hier. Ich werde euch das hier jetzt auch nochmal verlinken, falls noch jemand mal so einen ersten Einblick haben möchte, was er so ungefähr dann im neuen Buch auch erwarten kann.